Künstliche Intelligenz ist eines der aktuellen und meistgefragten Narrative. In der Zwischenzeit ist ja gefühlt alles mit KI ausgestattet. Sprachprogramme, Textprogramme, Suchmaschinen, Bestellsysteme, Schokolade. Jedenfalls stelle ich mir die Frage, ob auch überall KI drinsteckt, wo es draufsteht. Wir werden uns heute mal einen Trading-Dienst gemeinsam anschauen, der angeblich mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Ob er unseren Test besteht, wird Gegenstand des folgenden Videos. Bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zum neuen Video hier auf unserem Kanal. Wie ich im Intro schon angeschnitten habe, ist KI in aller Munde und wird auch marketingtechnisch bis aufs Letzte ausgeschlachtet. Man kommt an diesem Thema nirgendwo mehr vorbei. Ich persönlich glaube ja, dass in den wenigsten Produkten und Dienstleistungen echte KI vorhanden ist. Für mich ist das alles nur maximal neuronale Netze bzw. maschinelles Lernen. Warum? Weil beim Thema künstliche Intelligenz ich eigentlich erwarte, dass ein Programm sich seiner selbst bewusst ist. Und das ist meines Erachtens in den seltensten Fällen, wenn überhaupt, irgendwo anzutreffen. Ich wurde wieder von einem Promoter für eine neue, sagenumwobene Trading- und Investment-Plattform angeschrieben und habe mal wieder 125 € an Werbebudget im Voraus für mich beanspruchen können. Das Rechercheergebnis zu dieser KI-basierten Trading-Plattform werden wir uns jetzt in den nächsten Minuten näher zu Gemüte führen. Eine Bitte, wenn ihr es schätzt, dass ihr mehrmals pro Woche diesen kostenlosen Mehrwert von uns mitbekommt, dann leitet diese Videos einfach an andere Menschen weiter oder hinterlasst einfach nur einen Daumen hoch, damit uns der YouTube-Algorithmus eine größere Relevanz zuspricht und das hilft uns natürlich beim Kanalwachstum. Eine letzte Sache noch, bevor wir ins Thema reinstarten. Wenn ihr selbst lernen wollt, wie ihr Scams oder andere Betrügereien selbst identifizieren könnt und das mit relativ einfachen Regeln und Mitteln, dann können wir euch nur ans Herz legen, einfach mal bei uns im Shop vorbeizugucken. Wir haben für euch einen Krypto-Novizenkurs, also einen Beginnerkurs für das Thema Kryptowährungen erstellt, wo ganz grundlegende Dinge und Basiswissen vermittelt werden, wo aber eben auch eine Sektion mit dabei ist, die sich ganz explizit um das Thema Scams und Betrügereien dreht. Wir haben es für euch einmal auf Deutsch und auf Englisch produziert und es ist als PDF, aber auch als Hörbuch verfügbar. Guckt also auf alle Fälle mal rein. Das könnte wirklich einen großen Mehrwert für euch stiften. Jetzt aber genug gequasselt, steigen wir in die Recherche ein. Wir schauen uns heute die Plattform iWax.ai etwas genauer an. Hierbei handelt es sich um eine Handelsplattform, die mit einem sogenannten High-Frequency-Trading-Algorithmus, der zusätzlich noch mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist, dafür sorgen soll, dass ihr schöne Renditen einfahren könnt. Bei dem High-Frequency-Trading geht es grundsätzlich darum, mehrmals am Tag Positionen, also Handelspositionen zu öffnen und zu schließen, um somit mehrere schöne, kleinere Gewinne aneinanderreihen zu können und stetige Gewinne über einen Tag verteilt erzielen zu können. Bevor wir allerdings in den Login-Bereich, also das Innere dieser Plattform einsteigen, absolvieren wir erst noch einmal einen gründlichen Hintergrundcheck. Und ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht, wo ich da als erstes anfangen sollte. Der Hintergrundcheck und die Recherchearbeit waren ziemlich intensiv, ziemlich zeitaufwendig und ihr werdet jetzt in den nächsten Minuten einiges an Informationen bekommen, die euch hoffentlich eine gute Entscheidung selbst treffen lassen werden. Beginnen wir mal mit dem Aufbau der Homepage und schauen wir uns das etwas genauer an. Hier unten wird es mal so ein bisschen beschrieben, wie das Ganze funktioniert und hier sticht gleich einmal ins Auge, dass mit bis zu 2% pro Tag täglichem Profit geworben wird. Wenn wir jetzt einfach mal nur unterstellen, das wird nicht reinvestiert, also unter völliger Ignorierung eines Zinseszinseffektes, wären das über 700% pro Jahr, was da erzielt werden könnten. Ob das realistisch ist? Fraglich. Hier unten werden ein paar Marketingworte verloren, die jetzt nicht sonderlich erwähnenswert wären. Eine Roadmap wird aufgezeichnet, da gibt es auch nichts sonderlich Interessantes zu erwähnen. Hier im Bereich Team ist zu erwähnen, dass es zwei CEOs anscheinend gibt, einmal den Louis Albrecht und den Simon Dupont. Wenn man hier draufklickt, dann kommt man auf eine separate Unterseite und zwar Purple Tree Capital mit Sitz in Bern in der Schweiz. Da habe ich mal eine Google-Suche angestellt, da gibt es keinen einzigen Treffer. Hier gibt es zwar ein Purple Tree Ventures, das hat aber offensichtlich mit diesem Purple Tree Capital nichts gemein, von daher findet man nichts. Und was auch ganz interessant ist, ist der Umstand, dass die LinkedIn-Profile dieser beiden CEOs bis vor kurzem auch noch nicht bestanden haben. Wenn man jetzt bei Google die
LinkedIn-Profile sich anguckt, dann sind da tatsächlich 2 Profile vorhanden. Als ich aber mit meiner Recherchearbeit begonnen habe, waren diese LinkedIn-Profile noch nicht aktiv, was etwas komisch ist, denn die Firma besteht laut eigenen Angaben seit 2021, spätestens 2022, und erst 2 Jahre später ein LinkedIn-Profil anzulegen, ist doch schon etwas eigenartig. Weiterhin gibt es hier auch einen Eric Jones als Direktor. Wenn man hier draufklickt, dann landet man auf einem toten Link, macht keinen sonderlich guten Eindruck, und ja, dann gehen wir einfach mal weiter zum Bereich Legal bzw. dem Rechtlichen. Steigen wir also mal in die Unternehmensstruktur und in das Impresso ein. Grundsätzlich mal ist zu nennen, dass es sich hier um die IWAX SA handelt. Eine SA ist eine französische Aktiengesellschaft, die anscheinend im Tochtereigentum der Sigma Beta Group liegt. Und diese Sigma Beta Group hat ihren registrierten Sitz in Churchill Place in London. Was hier zu erwähnen ist der Umstand, dass man hier auf der Homepage in dem Bereich Insights einen Bank Confirmation Letter der HSBC Trinkhaus sich angucken kann, wo also hier Einlagen bestätigt werden über 3 Millionen britische Pfund. Und hier wird nicht von einer Sigma Beta Group, sondern von einer Sigma Beta Group Trust gesprochen. Weiterhin ist es aber auch so, dass eine Bilanz hier aufgezeigt wird, und da wird auch nicht von einer Sigma Beta Group und auch nicht von einer Sigma Beta Group Trust gesprochen, sondern von einer Sigma Beta Limited. Diese Sigma Beta Limited, die habe ich auch tatsächlich gefunden. Das ist hier, da habe ich im Unternehmensregister von Britannien bzw. UK die Sigma Beta Limited gefunden. Allerdings mit einer ganz anderen Adresse. Wir haben hier nämlich die Green Lanes in London, und wir erinnern uns, vorher war es der Churchill Place in London. Die Homepage der Sigma Beta Group, also dem Mutterkonzern von IWAX, habe ich mir auch etwas näher zu Gemüte geführt, habe mir hier das Management Board etwas genauer angeschaut und habe ja auch die betreffenden Geschäftsführer entdeckt. Habe auch festgestellt, dass die Angaben, die hier im Unternehmensregister drinstehen, passen, dass also die auf der Homepage aufgeführten Geschäftsführer mit dem im Unternehmensregister eingetragenen Geschäftsführer passen. Also das stimmt überein. Das ist schon mal in Ordnung. Allerdings habe ich festgestellt, dass es eine Firma ist, die in der Zwischenzeit schon aufgelöst wurde. Ich habe auch schon mal ein bisschen mehr recherchiert. Die ist seit Juni 2023 aufgelöst worden. Was nicht so ganz irgendwie zusammenpasst. Warum? Weil ich von meinem IWAX Promoter die Info erhalten habe, dass die Sigma Beta Group an die IWAX SA Lizenzen vergibt, damit diese operativ tätig werden kann. Und ein aufgelöstes Unternehmen kann keine Lizenzen an eine Tochtergesellschaft vergeben. Die Informationen aus diesem UK-Unternehmensregister, die habe ich noch einmal verifiziert und mit anderen Bereichen abgeglichen. Hier habe ich nämlich auf einer anderen Seite ähnliche Informationen gefunden und noch einmal auf einer dritten Seite ebenfalls. Also die Informationen, die ich hier herausgezogen habe, die passen auf alle Fälle und wurden durch diese anderen beiden Quellen bestätigt. Was mich ein bisschen an der ganzen Recherche verunsichert hat, ist der Umstand, dass dieser Bank Confirmation Letter von HSBC anscheinend echt ist. Warum? Weil hier eine Apostille danach noch angebracht wurde. Der Apostille ist ein Vermerk eines Notars, der einmal die Echtheit der Unterschrift, also diese Unterschrift hier, und aber auch die Befugnis zum Ausstellen dieses Dokumentes bestätigt. Das heißt, mit der Apostille können wir uns sicher sein, dass dieses Dokument an sich echt ist und keine Fälschung ist. Jetzt kommt allerdings die Begründung, warum ich denke, dass es sich hier allen Anschein nach trotzdem um ein Betrugssystem handeln könnte. Ich habe bei meinem Promoter nachgefragt, wie es denn mit dem KYC aussieht, ob hier ein KYC notwendig ist oder nicht. Denn es gibt kein Land auf unserer Erde, welches ein Unternehmen erlaubt, Kundengelder anzunehmen, ohne ein KYC durchzuführen. Und hier habe ich die Information bekommen, dass das KYC deshalb nicht notwendig ist, weil nur über eine sogenannte API, also über eine Programmierschnittstelle, auf die Kundengelder zugegriffen wird. Das ist absoluter Quatsch. Ihr müsst hier bei dieser zentralen Plattform ein Login anlegen und müsst dann eure Kryptowährungen aus der Hand geben. Das heißt, der Kunde verliert die Verfügungsgewalt über die entsprechenden Gelder und ist darauf angewiesen, dass jemand anders wieder die Auszahlung vornimmt. Und hier ist definitiv ein KYC Pflicht. Das heißt, ich habe hier eine falsche Information von dem IWAX Promoter erhalten. Kommen wir mal in den Login-Bereich rein. Der ist tatsächlich relativ lieblos gestaltet worden. Da würde ich mir mehr vorstellen, wenn man sich überlegt, dass hier eventuell mehrere Jahre an Expertise in dem Unternehmen liegen, dann kann man das definitiv besser machen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich mir die Trading-Historie hier mal etwas näher angeguckt habe. Hier werden zum Teil
15 bis 20 Trades am Tag abgeliefert. In den letzten Tagen wurden immer so 0,5% pro Tag erwirtschaftet. Ich habe mir das mal angeguckt und mal so ein bisschen ausgerechnet. Wenn man 10 Mal am Tag so diesen kleinen Betrag von 0,05% zum Beispiel reinvestieren würde, würden wir hier, selbst wenn es nur 0,5% am Tag wären, auf eine Jahresrendite von etwa 500% kommen. Und das ist definitiv eine Hausnummer und meines Erachtens definitiv zu viel. Das kann kein Unternehmen langfristig erwirtschaften. Ich habe auch nach Rendite-Nachweisen gefragt. Da hat er mich nur auf den Login-Bereich und auf Insight-Dokumente auf der Homepage verwiesen. Zum einen sind die Daten, die hier ausgewiesen werden, einfach nur irgendwelche Zahlen, die in einer zentralen Datenbank von IWAX verwaltet werden. Das heißt, da kann grundsätzlich mal jeder alles reinschreiben, was er will. Das ist also null Beweis, dass die Renditen tatsächlich real erwirtschaftet werden und schon gar nicht die Informationen bzw. die Dokumente, die auf der Homepage liegen. Was gibt es zu guter Letzt zu IWAX noch mit dazu zum Sagen? Ich habe im Hintergrund auch noch etwas mehr die Firmenstrukturen recherchiert, die sehr, sehr intransparent sind. Also ich habe dann nach der dritten, vierten Verknüpfung irgendwann einmal aufgehört, weil eine nächste Firma Geschäftsführer der anderen Firma war, über Kreuzgeschäftsführungen zum Teil abzusehen waren und von daher reichlich intransparent. Wie passt das nun alles zusammen? Ich gehe davon aus, dass IWAX SA, also diese Homepage, dass das Trittbrettfahrer sind, dass die also den Namen und die Intransparenz in der Firmenstruktur dieser Sigma Beza Group irgendwie ausnutzen, um vorzutäuschen, dass es sich hier um eine reale Unternehmung handelt, dass sie irgendwie vielleicht sogar an Unterlagen gekommen sind, über welchen Weg auch immer und hier den Anschein von Seriosität vermitteln wollen. Aber die Dinge, die hier aufgezählt wurden, die sind definitiv kein Zeichen dafür, dass es sich um eine reale Unternehmung handelt. Die Renditen sind meines Erachtens utopisch und alleinige Behauptung. Hier wurde überhaupt nichts nachgewiesen. Die Dokumente und die zum Teil schlampige Homepage ändern am Gesamteindruck überhaupt nichts. Die LinkedIn-Profile wurden erst vor kurzem erstellt, was ebenfalls sehr, sehr verdächtig ist. Eine aufgelöste Firma, die als Mutterinstitut hier aktiv ist, macht ebenfalls keinen sehr guten Eindruck. Alles Red Flags, die uns definitiv warnen sollten. Trotzdem bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob es sich hier um einen Scam oder einen Betrug handelt. Das könnte auch tatsächlich anders sein. Allerdings ändert es nichts an meiner Empfehlung, hier definitiv die Finger wegzulassen. Transparenz sieht definitiv anders aus. Die Risiken sind schwierig einzuschätzen und erst recht, wenn man hier falsche Informationen zu einer KYC-Pflicht und den nicht vorhandenen Renditenachweisen bekommt. Ja, das soll es an dieser Stelle auch wieder gewesen sein. Die 125 € in Bitcoin werde ich natürlich dafür verwenden, dieses Video zu monetarisieren, damit auch möglichst viele Menschen dieses Video sehen und eine gute Entscheidungsgrundlage haben, wenn sie dort wirklich Gelder einzahlen wollen. Ich persönlich denke, dass sich diese Plattform, wie viele, viele andere Plattformen verhalten wird, dass sie vielleicht ein paar Monate, vielleicht sogar, wenn es gut läuft, ein paar Jahre existiert, aber dann irgendwann die Plattform abgeschaltet wird und alle Kundengelder weg sind. Wenn jemand mehr Informationen zu dem ganzen Thema hat oder vielleicht auch weitere Insight-Informationen, die meinen Eindruck widerlegen, dann schreibt es sehr gerne in die Kommentare unten rein. Wenn ich mich irre, dann freue ich mich natürlich und werde das natürlich alsbald korrigieren. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber bin natürlich für jeden Vorschlag und für jede Information offen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis dahin. Ciao.